So, was hat jetzt eigentlich das Großmaul jetzt hier zu sagen gleich? Und damit meint natürlich Ajaf. Kinisch, du bist ein echter Glückspilz. Keine Ahnung, wie du noch am Leben bist, hehe. Ich habe im Moment nicht die Nerven dafür. Pass lieber auf, was du sagst. Unless you want to get punched in the face. What is it with you, Hal? Why are you so incapable of being nice? Oh, so gefällt mir das hier. Ein mickriger Sieg und schon steigt euch alles zu Kopf. Ihr wärt längst Hackfleisch, wenn der allmächtige Drachen fürs Kuhul Ajaf nicht so heldenhaft gehandelt hätte. In Ordnung. Ehre, wem Ehre gebührt. Hier ein paar Weintrauben für deine Mühe. Behandle mich nicht wie ein Papagei. Naja, wie steht es um die Nachkommen der Baumkrone und das Kollektiv der Fülle? Die Boten sind am schlimmsten betroffen. Ich rechne damit, dass in Natlan noch einige Zeit lang Verzögerung bei allen Lieferungen geben wird. Aber glücklicherweise haben sich viele bereit erklärt, ihnen Teilzeit mitzuhelfen. Das sollte die Situation etwas erleichtern. Naja, und würdet ihr, sagt, eine gute Zustellerin für Pakete suchen? Ich kenne da jemanden in Inazuma. Das Geschäftsfeld könnte sich daraufhin auch sowieso auch nach Natlan ausdehnen. Sie könnte es auf jeden Fall schaffen. The Collective of Plenty was the furthest from the Abyss's entry point, so they didn't have as many monsters to deal with. From what I hear, they got off relatively unscathed. But it might have been a different story if Chaska hadn't gotten there when she did. That's good to hear. All's well that ends well. Na, wer hätte das denn gedacht? Sie sind ziemlich lecker. Oh, Dina, noch ein paar Trauben, aber Dalli, Dalli. Wie du wünschst, Polly. Er hätte Ajaf auf jeden Fall jetzt einen Keks anbieten sollen. Dann hätte das mit Polly noch besser geklappt. Aber ja. Tja, der Gegenschlag war auf jeden Fall ziemlich gut geglückt gegen die Kräfte des Abgrunds. Aber jetzt hat es sich auf jeden Fall ja bewahrheitet. Etwas, was wir schon beim ersten Event vor etlichen Jahren erfahren haben. Das Gerücht, dass die Sterne von Teyvat falsch waren. Oder seien. Und natürlich auch das Gerücht, woraufhin sowieso ja auch Nahida Dottore ihr göttliches Herz übergab. Aufgrund des Gerüchtes, hast du schon mal davon gehört, dass die Sterne von Teyvat falsch seien? Tja, und jetzt, mit Version 5.1, hat es sich bewahrheitet. Die Sterne von Teyvat sind falsch. Teyvat selbst ist im Grunde genommen falsch. Und ja, im Grunde genommen hatte er gesagt, das vorangegangene Sommer-Event vor Version 5.0 genau das eigentlich auch vorausgesagt, muss man sagen. Einiges, was wir dort erlebt haben, hat sich jetzt eigentlich hier auch wieder gespiegelt. Zum einen, auch wenn wir jetzt mit Mavuika noch nicht geredet haben, kann ich das ja sowieso schon mal sagen. Zum einen, im Sommer-Event haben sich auch Helden versammelt, um gegen eine große Dunkelheit anzukämpfen. Damals in der Form von Durin, also Mini-Durin, der damals, sagt noch, fälschlicherweise böse war. Haben sich ja natürlich auch Helden versammelt mit besonderen Fähigkeiten, um am Ende natürlich ja Durin zu retten. Die Welt des Märchenlandes zu retten, war jetzt, hier in Natlan nicht gerade so viel anders. Es hatte sich hier herausgestellt im Märchenland, dass Durin, also der Durin im Märchenland, also Mini-Durin, nicht der Böse war, für den man ihn hielt. Und an der Stelle war es dann, jetzt hier Capitano, würde ich mal sagen. Er war ja auch hier nicht gerade der Böse, für den man ihn zu Anfang hielt. Und um genau zu sein, sind eigentlich die Fatui im Allgemeinen, abgesehen von ein paar faulen Äpfel, Piero, La Signora, Dottore, vielleicht noch ein paar andere, wo wir es noch nicht so genau wissen, sind dann auf jeden Fall auf, ja, böse. Aber wie dem auch sei, wo waren wir jetzt dabei? Ja, es hat sich jetzt herausgestellt, die Fatui an sich hier und auch die Zaren des Eises sind ja eigentlich ja nun wirklich nicht gerade so böse. Das wahre Problem ist und bleibt natürlich der Abgrund. Der dann sowieso auch mit dem Ende des Akontenauftrages ins Neshnaya auf jeden Fall extremst aktiv wird. Wer glaubt, ein Krieg in Natlan war dann jetzt an dem Punkt schon das Schlimmste,
Ha! Dann würde ich erst sag mal sagen, wartet mal ab, bis die Trommeln des Krieges erneut entfesselt werden, Kenria sich aus der Asche erheben wird, Ruinenwächter im ganzen Land an der Seite von Schlangenwachen und dann natürlich auch noch an der Seite von Abgrund, Dienern, Jüngern, Geschwüren und so weiter und so fort, Seite an Seite in Richtung Auslöschung der Menschheit Teyvats aufmarschieren. Abgesehen davon habe ich eigentlich jetzt, sagt dieses neue Abgrundgeschwür, jetzt hier im Handbuch der Monster. Wo war denn das jetzt noch? Hier? Oh ja, das Abgrundimitator. Ach ja, und wer glaubt, dass diese hier die Elite der Fatui darstellen, der hatte es beim besten Willen diese beiden hier nicht in Fontaine herausgefordert. Die beiden hier sind, er sagt, wirklich Elite Fatui. So, dann, was wollte ich hier sagt noch sagen? Ach ja, dann ebenfalls hier im Märchenland. Während des Sommer-Events vor Version 5.0 haben wir während einer Quest ja sowieso auch herausgefunden, dass der sagt ja, oder besser hat der sagt eine Holzfigur sowieso auch herausgefunden, dass die Welt, in der er lebt, nichts weiter als, naja, ein geschaffenes Konstrukt ja war. Und was haben wir jetzt, sagt hier vor kurzem herausgefunden? Teyvat ist höchstwahrscheinlich auch nichts weiteres als, ja, von der himmlischen Ordnung ein geschaffenes Konstrukt. Aber weil wir jetzt, sagt, einen zerstörten Mond quasi am Himmel gesehen haben, gehe ich jetzt, sagt mal, davon aus, dass die himmlische Ordnung, ja, Teyvat quasi in eine Art Dyson-Sphäre verpackt hat. Eine nicht zu verachtende Leistung, muss man sagen. Aber jetzt erstmal reden wir mit Mavuika, um Kapitel 5, 4. Akt abzuschließen. Ah, welcome. You seem a little out of sorts. Are you just tired, or...? I guess I am. You know, when I was up there in the sky, I could see all of Natlan stretching out below me. People everywhere, giving everything they had for a chance at victory. I just... If only I'd been quicker. Maybe they wouldn't have... And Koichi. Maybe she'd still... I'm sorry. Now is not the time for that. Fruit juice, right? Right. Make it a large? Wenigstens jetzt ist es jetzt vorbei. Das ist doch schon mal etwas. True. My 500-year plan has almost come to fruition. Just one last step to go. Namely, my final battle against the Abyss. But battle is second nature to me, so I'm not feeling a huge amount of pressure. It was so awesome. The way you exploded that thing in the sky with one almighty punch. Are you always gonna have that kind of power from now on? Oh, that was the Divine Throne unleashing my full potential. And it was only temporary. I can't wield that power for any length of time. My body wouldn't be able to handle it. Sie würde dann quasi von innen heraus verbrennen. Likewise, the amplified power of the Ode of Resurrection was also temporary. From now on, it's back to ancient name-bearers only. Ich nehme an, der Krieg der Nachtwächter ist in nächster Zeit vorbei? Correct. We dealt the Abyss a critical blow. So for the time being, it's too weak to sustain regular invasions. I hope the people will be able to enjoy this period of peace. Or rather, assuming all goes to plan, eternal peace. Naja, wenigstens bis zum nächsten Jahr, wenn dann erstmal das Abenteuer ins Nationaljahr vorbei ist und dann erstmal die Kacke zum Dampfen ordentlich beginnt. We've had centuries of war with the Abyss, and it's high time we brought that chapter to a close. Anyway,
there's something I've been wondering about. I know you've been at the center of some major events in other nations too, and fought many powerful foes. In this war, you were in the thick of it once again, dashing around tirelessly, supporting the fighting on all fronts. So tell me, what drives you to do this as a mere traveler passing through? Why risk life and limb for a cause that's not your own? Ich kann bei Ungerechtigkeit nicht einfach so wegsehen. You know, it's that mindset that distinguishes the heroes in every story. They're the natural protagonists. What I'm really trying to say is, I would love for you, with your extraordinary talent and your sense of justice, to join me in this final step. You and I together, finally putting an end to the ever-looming threat of the abyss. Kein Problem. Ich wollte dich sowieso begleiten. But I also don't want to take advantage of your good nature and readiness to help others. The final battle will be very dangerous, and you have the rest of your journey to consider. I'm sure you must be weary. Sleep well tonight. Let's talk again tomorrow in the speaker's chamber. I'll give you more details on the final battle, and then I hope to hear your verdict. Wirklich? Unterhalte dich weiter oder geh in ein Zimmer, um dich auszuruhen? Also, ich unterhalte mich weiter. My mind is still flooded with scenes from the war. I can't get the images out of my head. Maybe I need another drink. Ernsthaft? I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go Ich hätte jetzt gedacht, Mavuika hatte noch mehr zu sagen. Maybe I need another. Tja, das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Aber wir haben mit Kenice gesprochen, wir haben mit Zylon, mit Aurora und Capitano, optional. Unterhalte dich weiter oder geh in ein Zimmer, um dich auszuruhen. Tja, wir müssen jetzt anscheinend ja mit auf unser Zimmer gehen. Maybe I need another. Tja, dann gehen wir mal pennen. Warte mal, mein Zimmer war hier oben. Aber ich kann es mir jetzt eigentlich nicht denken, dass wir jetzt gleich wirklich noch was zu besprechen haben. Oder doch? Tja, geht so, kann man das sprechen und suchen Mavuika. Ja, das war die kürzeste Nacht unseres Lebens. Naja, obwohl... ja, glaube ich eigentlich nicht. Eine kurze Nacht hatte ich ja, sag schon mal so gehabt, als ich Nebenwirkung von der Corona-Spritze hatte. Da lag hier Sau die ganze Nacht quasi wach. Aber das ist zum Glück jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Also gut, dann besprechen wir jetzt also wirklich noch die letzten Schritte des Kampfes gegen den Abgrund in Natlan. Jetzt schon? Hey, traveler, Paimon. There you are. I've been looking all over for you. Oh, hey, Lolly. What's up? Listen up. I have something really important to tell you. Schnell teilt Zitlali ihre Besorgnis über den Tod von Mavuika mit. Are you serious? Also muss Mavuika trotzdem sterben. Natlan must pay the price for Mawika's use of the Ruler of Death's power. That price is death. And only Mawika's death can clear the debt. I had thought that the Ruler of Death might have a change of heart after seeing the people of Natlan come together and fight so bravely. But even now that the war's over and the threat to Natlan is gone, it looks like that death is still set in stone. I had to know your thoughts. I want to save her, but I can't do it alone. Ich schau mal, was ich tun kann. Okay, good.
That makes me feel a little better. Thank you for standing up for us. There's clearly something special about you, so if anyone has a chance of defying the rules, that would be you. Oh, and please don't breathe a word of this to Mawika. I'm sure she's well aware of the cost of using the Divine Throne's power, but if she finds out that anyone else knows, it could ruin our chances to help. Got it. Mum's the word. Alright, that was the last major item on my to-do list. Now, since I've come all this way, I think it's finally time for a well-earned drink. Go easy though, yeah? Don't worry, I said a drink. That means just one. Naja, das hat es ja beim letzten Mal eigentlich auch so vorgehabt. Und wir wissen ja alle, was daraus geworden ist. Aber gut, wenn sie meint. All right, you little munchkin. If you keep pestering me, I'm gonna have to get serious. I get 100 kids a day telling me they want to be the next Pyro Archon. Why should I train you? Nagging isn't gonna accomplish anything. No one can predict the future, and unless you have some exceptional jaw-dropping talent I'm unaware of. I can shoot those cornflakes in your kitchen from right here. Don't be ridiculous. You couldn't make that shot from all the way over here? Wait, hold on. You could hurt someone with that. Well, I'll be. You made the shot. The science of the canopy raised him tough. That's some real skill you got there, little lady. Maybe you really will be Pyro Archon one day. Tja, ein Treibstoff genannt Schicksal. Tja, so nach und nach gibt sie Erinnerung auf. All das, um Natlan zu retten. I'm the first one of us to get an ancient name. And it's not just any ancient name, but Malipo. If you ask me nicely, there's still time to join my team for the pilgrimage, you know. No need to scowl. You lost and I won, it's no big deal. You want me to be happy for you when your turn comes, right? So cheer up. I'll get my own ancient name soon enough. And it'll be an even better one than yours. Oh, really? Well, good luck with that. What ancient name could beat Malipo in our tribe? Unless... surely you don't mean Kiangozi? Okay, das wird wohl anscheinend Mavuikas antiker Name sein. Kiongozi. War das nicht eigentlich sogar auch der Name, der geschmiedet wurde während der Charaktereinführung von Cylon? Oder verwechsel ich denn jetzt? Könnte sein. Wenn nicht, dann habe ich immer noch die Hoffnung, dass unser antiker Name Akivili werden wird. Hoffe ich jedenfalls. Der Reisende. That was fantastic. Can't believe I beat you in a wrestling match for once. Can't be more than a few days now until you're officially made the Pyro Archon. Imagine me trying to schedule a wrestling session with you after that. Excuse me, Pyro Archon, but would you be able to take a day off from running the nation to wrestle with me? I heard that the Pyro Archon inherits the knowledge stored in the sacred flame. And apparently it can change your personality. I can't help but feel a little worried. Worried that you won't be able to beat me in a wrestling match anymore? Why would I be worried about that? Never mind. Clearly I'm just overthinking things.
Why would you forget about me just because of some new job, even if that job happens to be Archon? Come on, one more round. Ich denke allerdings, den göttlichen Thron da hinten, den wird Mavuika allerdings erst in der nächsten Version erreichen. Jetzt dürfte es noch ziemlich zu früh sein. Obwohl andererseits ist da vorne schon ein Feuer. No one fights alone. For Natlan! Vielleicht nähert sich Mavuikas Reise hier wirklich schon ihrem Ende an. Look at the sky! It's getting brighter at last! We walk the righteous path, and the Pyro Archon will guide us. The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash. I have done what is required of me. The rules are now written into the Night Kingdom, and this will help you to stand against the Abyss. It is still not enough. All this can do is give my people courage. It will not see us through a true catastrophe. If you are to make the Natlanese alone bear the consequences of a broken world, you will have to bring more to the bargaining table. You are the greediest human I have ever met, and the fiercest negotiator. No other would seriously ask to borrow my power. My domain is death, and its power comes at a great price. The question is, are you prepared to pay? I need that power. Only a hero can truly wield it, and heroes are not afraid of dying. No, a fear of death is ingrained in all living things. If the wielder of this power cannot conquer their fear, countless innocent lives will be claimed in their stead. For only then can the price be paid. Those are the rules. Mine is a nation that will not yield to the Abyss, and it will certainly not yield to your rules. As their culture and civilization is transmitted through the generations and their faith grows, the people will go from strength to strength and reach heights that even I cannot dream of. Very well. I shall agree to help you. But I am merely a shade, and I do not have as much freedom to do as I please as you might think. Then what do you propose? Keep this a secret. If I am questioned about it, I will deny all involvement and claim that treacherous Xbalanque stole my power. That will not be a problem. Thank you. I am glad we could reach an agreement. Es könnte anscheinend sein, dass wir noch ein weiteres Werkzeug vielleicht im finalen Kampf gegen den Abgrund zur Verfügung haben in der nächsten Version. Abgesehen davon kann der Tod nicht nur, den Tod bedeuten. Come in. As you know, I've asked you to come here to discuss the task of wiping out the Abyss. Oh, but first, any progress on the ancient name? Naja, ich habe das Geschenk des Herrschers der Nacht empfangen.
I'm surprised she was willing to help you. And by extension, me. I'm very grateful to her. Wait, hold on. Wasn't the whole point of the ancient names for winning that huge battle? Why would the Traveler still need one by this point? Weil sie möchte, dass ich mit ihr in die letzte Schlacht ziehe. That's right. The Abyss has retreated to the depths of the Night Kingdom, a place that has long since been corrupted by abyssal energy. If we don't finish them off and restore the ley lines, the threat they pose to Natlan will remain. The battle we fought yesterday, we may one day have to fight again. This is the fate Natlan has always been resigned to. For thousands of years, we have struggled on the brink of a looming darkness and never known true peace. But this time, I want to break the cycle and free us from this fate for good. With the sacred flame, I can protect myself from the abyssal corruption, but beyond that, you are the only other person who can resist it. If your ancient name can't be forged, I will go alone. But if it can, I'd really love your help. Funktioniert die Ode der Auferstehung wieder? Not completely. After all, the Night Kingdom is still plagued by abyssal corruption. But when I used the power of the Divine Throne, it dispelled a lot of that corruption. Plus, your ancient name is a special case, so the Lord of the Night will take special care of you. In short, the Ode of Resurrection still has a number of limitations, but I can promise that it will work reliably on you. Gut, dann werde ich dir in der Schlacht beistehen. Whoa. Are we forgetting something here? What about Paimon? What's her place in all this? Also, du wirst zurückbleiben müssen. What? You mean we'll be separated? The Abyss is extremely devious. If you two go there together, you can bet they'll make Paimon their primary target just to put us in an impossible position. Paimon wasn't that worried, but now she's petrified. What will you do without me? Tja, aber nur kurz. Okay, well, Paimon needs to think about this because you're really asking a lot of her, but give Paimon some time and she'll do her best to rise to the challenge. I greatly appreciate it. Everyone in Natlan knows how important this final battle is. You will be remembered and revered long into the future, until the end of time. If you have any other questions, please ask away. Okay, ich habe noch einige Fragen. Das ist auf jeden Fall offensichtlich. Wir haben noch einige Fragen. As I've said, if you have any other questions, please ask away. Gut, über die Folgen des Krieges. The work of rebuilding is underway, and people are flocking to join the effort. With everyone rallying together, I'm sure it won't be long before there's no trace left of the damage done by this war. The healing process, on the other hand, that's a bigger obstacle to overcome. Many are grieving, and there's simply no replacing the ones we lost. As the sun rises once more and we rediscover the ability to believe in the future, we must never forget their sacrifice. As I've said, if you have any other questions, please ask away. Gut, die wichtigste Frage von allen. Über den trügerischen Himmel und die seltsamen Fragmente. False sky. I have heard this expression before, but I think this was the first proof of its existence. I think there's a lot of investigating to be done to understand what the fragments behind the sky are and why they were hidden in the first place. However, from what the Adventurers Guild tells me, neither the split sky phenomenon nor the fragments have ever been observed in any other nation. My guess is that the Heavenly Principles wants them kept a secret. I just hope they don't cause me any trouble over it. Oh, you should be fine. We did something much crazier back in Fontaine and we're still here. Well, that's good to know. Anyway, the line I'm going with for the masses is astronomical anomaly. And I don't expect much of a backlash. Meanwhile, we can look into it at our own pace. As I've said, if you have any other questions, please ask away. Tja, 2 weitere Fragen habe ich ja gesagt, wirklich noch. Aber ich gehe vor allem davon aus, dass die himmlische Ordnung Teyvat, wenn Teyvat nun eigentlich wirklich der richtige Name dieser Welt ist, vom Rest des Universums auf jeden Fall abgeschottet hat. Quasi unsichtbar gemacht hat.
um sie von den Wirrungen des Universums abzuschotten. Tja, eigentlich wollte ich dazu noch was anderes sagen. Ach ja. Es könnte natürlich ja sein, dass die himmlische Ordnung zu der Zeit eigentlich entstand, wo die Schwarmkatastrophe vielleicht am heftigsten war im Universum, in Honkai Star Rail. Und dass die himmlische Ordnung ihre Welt, oder, naja, nicht ihre Welt, sondern eine Welt erschaffen wollte, in der, naja, die Schwarmkatastrophe niemals hingelangen könnte. Eine Welt abgeschottet vom Rest des Universums. Eine Welt, die den perfekten Frieden, die perfekte Ordnung, ein Ort der Bewahrung sein sollte. In der andere Arkonten, ich meine natürlich, in dem andere Äonen nichts zu sagen haben. Ein Ort, in dem die Menschheit sich so entwickeln kann, ohne den Einfluss von irgendwelchen großen äonischen Göttern, die sie in irgendwelche Konflikte oder Kriege hineinzieht. Aber dass es nicht so ganz geklappt hat? Ja, das wissen wir alle. Ansonsten könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen, dass zur damaligen Zeit der Schwarmkatastrophe aus Honkai Star Rail hatten sich, wenn ich mich recht entsinne, doch Ena, die Ordnung, und Klipov, die Bewahrung, doch zusammengeschlossen. Und beide Mächte zusammen, Ordnung und Bewahrung, da könnte ich mir doch eigentlich vorstellen, dass sie dann theoretisch in der Lage waren, einen kompletten Planeten quasi, naja, einzuhüllen, zu bewahren. Quasi eine Art Dyson-Sphäre zu packen. Das, was wir jetzt schon mal gesehen hatten. Weil im Grunde genommen besteht jetzt der Himmel Teyvats ja auch, auch bloß aus den roten Würfeln, die natürlich ja die unbekannte Gottheit, die himmlische Ordnung, aus Episode 1 benutzt hat, um uns einzusperren. Und tja, auch wenn es bis jetzt noch kein einziges Mal so vorkam in der Geschichte von Honkai Star Rail, dass eine Person die Kräfte zweier Äonen in sich trug oder nutzen konnte, wer sagt nicht eigentlich, dass das hier nicht der Fall sein könnte? Ein Emanator von Ordnung und Bewahrung. Aber am Ende kam es ja irgendwie zum Bruch zwischen der Ordnung und der Bewahrung, wodurch ja die Ordnung, ja, erledigt wurde und am Ende, ja, entstand die Harmonie. Das könnte dann vielleicht auch der Grund sein, weshalb aktuell die himmlische Ordnung quasi im Ruhemodus sich befindet. Weil ein Teil ihrer Macht hier weggebrochen ist. Und jetzt dann erstmal versuchen muss, sich irgendwie wieder zu sammeln. Der Grund dann auch sicherlich auch, weshalb ja die himmlische Ordnung nicht während des Vorfalls in Fontaine eingriff. Aber wie dem auch sei, das sind jetzt aktuell bloß meine Vermutungen. Jetzt erstmal weiter über die 6 Helden von 1. That wasn't their souls we saw, but a snapshot of them in time. All the work of the ancient name engravers 500 years ago, who made some special modifications to their names. Their souls returned to the Night Kingdom long ago, and will have been reborn in Natlan since, albeit in a different form. For all we know, they may have already lived many new lives by now. And so, even though we will never meet again, they will always be by our side in one way or another. I think that gives another layer of meaning to the phrase "no one fights alone." As I've said, if you have any other questions, please ask away. Gut, jetzt hätten wir bloß noch eine letzte Frage über Capitano. We have a temporary alliance, but I can tell that saving Natlan is not his only goal. Yeah, Paimon still doesn't get why saving Natlan would be so important to him in the first place. Unless he's just a good guy who wants to avoid another Conria. But somehow Paimon doubts it's that simple. I wouldn't worry too much. Based on all the interactions we've had with him and knowing more about his background, I have a lot of respect for him. I don't think he has any ill intentions. Now, we should focus on the final battle. As I've said,
If you have any other questions, please ask away. Nö, jetzt haben wir keine weiteren Fragen. Dann können wir jetzt auf jeden Fall die Kammer des Sprechers verlassen und damit Akt 4 offiziell beenden. Es sei denn natürlich, jetzt kommen noch ein paar andere Zwischensequenzen, mit denen ich jetzt nicht gerechnet habe. Ein weiteres Gespräch von Capitano mit irgendjemand anderen? Vielleicht? Na? The Outlander with deep ties to this land returns. And this time, he is alone. Okay, eine weitere Sequenz, ja. The power that the Pyro Archon used to strike back at the Abyss came from the ruler of death. From what I know of her rules, she will demand death in return. How do you know this? I see. So, the ruler of death sent you on your long journey. Natlan still has a final battle to fight, and I too have a final foe to face. For the sake of those countless lost souls, and a hope for Natlan's future, I need your help. Tja, Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt, würde ich jetzt mal sagen. Tja, aber auch der Herrscher des Todes hat Capitano auf eine lange Reise geschickt. Könnte es dann eigentlich nicht eher sein? Dass der Fluch der Unsterblichkeit, der auf manchen Kenrianern lastet, dann nicht eigentlich eher vom Herrscher des Todes stammte? Oh, was ist das jetzt? Okay, der zum Brennen bestimmte Regenbogen abgeschlossen. Ja, schön, aber von welcher Position aus wurde denn jetzt das Zimmer gezeigt? Ah, so. Ach so. Zum Gedenken aller, die vergangen sind. Von allen niedergeschriebener Bericht. Möge der Vajob dir Frieden schenken und mögen die Lieder über deinen Lebensweg erklingen. Es folgt eine lange Liste mit Namen der Verstorbenen, alle von denen niedergeschrieben, die sie betrauern. Viele von ihnen sind dir bekannt. Weiter, Vichama, Bat, Tlihua, Kuichu, Hunza. Wir danken dir für das Geschenk deines Lebens und dem unseren. Wir freuen uns darauf, dich eines Tages wiederzusehen in einer Welt voll der Wunder und der Schönheit. Wo ich das alles jetzt sowieso auch noch erfahren habe, dass er sagt ja sowieso der Himmel von Teyvat ja sowieso falsch ist, dass ich jetzt sowieso auch davon ausgehe, dass ja die himmlische Ordnung sowieso Teyvat, wenn das überhaupt der richtige Name ist, vom Rest des Universums abgeschottet hat, würde ich es jetzt, er sagt, nicht allzu unwahrscheinlich vielleicht beschreiben, oder würde ich es nicht allzu unwahrscheinlich halten, dass Teyvat vielleicht mit richtigen, doch vielleicht, er sagt, andere Namen hat. Vielleicht ja doch eher Amphoreos. Das nächste Reiseziel des Astralexpresses Honkai Star Rail. Wäre zwar jetzt an der Stelle vielleicht zu diesem Zeitpunkt der Geschichte von Genshin Impact vielleicht ein bisschen zu verfrüht, aber eigentlich das, was wir damals in Honkai Star Rail von Black Swan erfahren haben, ein Planet abgeschottet vom Rest der Welt, ein Planet, den Akivili selbst nie bereisen konnte, eine Welt, zu dem er sagt, der Garten des Gedenkens, oder wie auch immer jetzt der hieß, keinen Zugriff hat, könnte natürlich jetzt auch wirklich alles, er sagt, hierzu passen. Damals hatte ich zwar, er sagt, ja, mit dem Namen Amphoreus, denn er sagt, gedacht, okay, das kann dann, er sagt, höchstwahrscheinlich doch nicht stimmen. Aber wer weiß. Das nächste Jahr wird es auf jeden Fall zeigen. Aber so unwahrscheinlich würde es jetzt, er sagt, nicht halten. Generell ja auch die Tatsache, dass 3 Parteien in dieser Welt, naja, um die Vorherrschaft kämpfen. Könnte natürlich auch sein. Könnte natürlich auch alles passen. Abgrund, Menschheit und die Götter. 3 Parteien.
Aber das ist jetzt bloß meine Meinung. Am Ende wird sowieso da auch alles anders sein als erwartet. Aber eines ist auf jeden Fall klar, die himmlische Ordnung hat diese Welt hier vom Rest des Universums abgeschottet. Aber trotz ihren Bemühungen gelang es trotz allem ein Stellaron in diese Welt zu gelangen. Es verlieh dem Volk von König Deshret in Sumeru verbotenes Wissen. Es verlieh den Leuten von Kenria Wissen, was zu ihrem Untergang führte, woraufhin die himmlische Ordnung eingreifen musste, woraufhin auf jeden Fall die himmlische Ordnung als böse am Ende abgestempelt wurde. Aber in Wahrheit ist alles natürlich ja viel anders. Denn hätte sie vielleicht nicht eingegriffen vor 500 Jahren, wäre diese Welt vielleicht schon längst der Zerstörung des Stellarons anheimgefallen. Tja, so viel erstmal dazu. Auf jeden Fall der 4. Akt von Kapitel 5 ist vorbei. Und als nächstes steht dann erst einmal die Geburtstagsfeier von Nahida an. Erstmal etwas Erfreuliches, nachdem wir jetzt erstmal hier in den letzten Parts, ja, so viel Leid, Zerstörung und Tod miterleben mussten. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Zu einem neuen Tag in Teyvat. Zu ein paar freudigeren Ereignissen. Bis dann und ciao bis dahin.